Präsidenten sind Marionetten, während die wahren Herrscher hinter den Kulissen regieren. Die wahren Herrscher kontrollieren unser Geldsystem und die Mainstream-Medien. Eine winzige Anzahl von Menschen, größtenteils bestehend aus Freimaurern, besitzen und kontrollieren die große Mehrheit der Banken der Welt und die Medien. So bedrückend und leicht beweisbar, wie diese Tatsache der Kontrolle der Freimaurer auch ist, es gibt eine andere, unglaubliche Tatsache, welche der Menschheit seit 500 Jahren vorenthalten wird. Diese Tatsache ist sogar bedrückender und leichter beweisbar und ist ebenso ein unmittelbares Ereignis der Kontrolle der Freimaurer über das Bewusstsein der Menschen weltweit. Es ist die am meisten ins Abseits gedrängte, lächerlich gemachte, zensierte und verborgene Tatsache in der Geschichte. Wenn diese Tatsache, nur diese Tatsache allein, der Allgemeinheit bekannt gemacht wird, hat sie die Macht, die Welt und jeden Einzelnen ganzheitlich auf vielerlei Weise vollständig zum Guten zu verwandeln. Die Herrscher über uns sind sich dessen sehr wohl bewusst und genau das ist der Grund, warum uns diese Wahrheit über so einen langen Zeitraum hinweg so meisterhaft vorenthalten wird. Es geht um die Wahrheit, wer wir sind, woher wir kommen, die wirkliche Stellung und Bedeutung von Menschheit, Erde, Sonne, Mond und Sterne. Ich bin über so viele Dinge angelogen worden. Nun, meine Geschichte beginnt mit dem weltweit unglaublichsten Täuschungsversuch, mit dem sich drehenden Ball. Tatsache ist, die Erde ist flach und bewegungslos. Und das ist die Enthüllung, die letztendlich das herrschende System brechen wird. Dir wurde seit frühester Kindheit erzählt, dass du auf einer rotierenden Kugel lebst, dass die NASA Menschen auf den Mond geschickt hat und dass du das Ergebnis einer Urknall genannten Explosion bist, welche alles aus nichts schuf. Nichts könnte jedoch ferner von der Wahrheit sein. Die von der NASA der Öffentlichkeit gezeigten Bilder und Videos sind so real wie ein Hollywood-Film und so wissenschaftlich wie Science Fiction. Wissenschaftliche Beweise zeigen jedoch stets die flache Erde. Wir sind über dem Ozean und hier gibt es wirklich nicht viel zu sehen. Ja, außer einer flachen Erde. Verdeckt die Fenster und schaut nicht auf die Karte. Ihr lebt auf einem Ball, aber der ist komplett flach. Mache keine Messungen, messe es nicht nach, denke einfach mal nicht daran. Du kannst anhand von Videobeweisen, die mehr sagen als 1000 Worte, aus 11 Kilometern sehen, sie ist flach, soweit man gucken kann, soweit man ringsherum sehen kann. Du kannst einfach den Horizont sehen, wie er auf Augenhöhe steigt. Kein Anzeichen von Krümmung auf der angeblichen Kugel. Es gibt hunderte Beweise und wissenschaftliche Experimente, welche eindeutig gezeigt haben, dass die Erde eine feststehende Fläche ist. Du hast und wirst aber niemals über diese stark verschwiegenen Experimente in unseren kontrollierten Medien hören. Messungen wurden die ganze Geschichte hindurch bis in moderne Zeiten immer wieder durchgeführt, um die angebliche Krümmung der Erde zu prüfen. Und jedes Mal haben sie bestätigt, was unsere Augen und Erfahrungen uns als wahr mitteilen. Die Erde krümmt sich einfach nicht nach unten. Diese fantastische Krümmung gibt es nur bei mit einem Fischaugenobjektiv erzeugten Bildern, mit denen sie ständig filmen, und bei computergenerierten Bildern der Erde, welche sie ständig verbreiten. Die rotierende Erdkugel und jedes verwendete Argument zu ihrer Verfechtung ist schlichte Pseudowissenschaft, die sich als Wahrheit verkleidet. Millionen Menschen weltweit werden sich dieser unglaublichen Wiederentdeckung bewusst. Ich ermutige dich dazu, dieses faszinierende Thema selbst zu erforschen. In der Schule wirst du domestiziert und lernst in erster Linie, dich brav und klaglos den Einschränkungen und Begrenzungen des Systems zu unterwerfen. Die Geschichtsbücher wurden und werden von den Siegern geschrieben. Vereinte Nationen und der Papst stoßen praktisch ins gleiche Horn. Der Urknall ist nichts weiter als eine utopische Fiktion. Man macht was, stellt fest, man hat damit Erfolg, also macht man damit weiter. Genau genommen ist er, wie die Mondlandung, nur eine Religion. Das Panikorchester der UNO-Sonderorganisation WHO schürt Phantomepidemien
um die Profite der Pharmakartelle anzukurbeln. Vogelgrippe, Schweinegrippe oder etwa Ebola sind clevere und gut inszenierte Panik-Marketing-Kampagnen für eine braune Brühe als Merchandising-Produkt. Die UNO und ihre Sonderorganisationen sind mit Großlogen im Bunde und dienen als Kontrollinstrument zur Implementierung einer feudalen Weltordnung. Mal gucken, was als nächstes kommt. Vielleicht Chemtrails. Der Himmel lügt nicht. Und es werden beinahe jeden Tag, auch in deiner Nähe, Chemtrails ausgebracht. Es ist ein Projekt des militärisch-industriellen Komplexes und deren Fachbegriff dafür lautet Geoengineering. Der 11. September 2001 war ein Staatsstreich, um die Macht und den Einfluss des US-Terrorregimes und den Überwachungsstaat zu maximieren. Das ist erstaunlich, unglaublich, wie aus einem Science-Fiction-Film. Weg ist es. Unter uns gesagt, ich halte große Teile der internationalen Finanzwelt für verbrecherisch. Was da passiert, halte ich für ein Verbrechen. Es ist gut, dass die Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen, sonst hätten wir eine Revolution noch morgen früh. Da wird Geld aus dem Nichts heraus erzeugt, obwohl man immer weiß, von nichts kommt nichts, also ganz so kann es nicht funktionieren. Das ist möglicherweise die Realisierung des perfekten Verbrechens. Die moderne Banknote ist bestenfalls wertloses Papier in einem Schuldgeldsystem ohne Ausweg. Es hat mit Geld im ursprünglichen Sinne nichts mehr zu tun und wird von einem skrupellosen Syndikat in einem beispiellosen Betrug ohne Limit aus dünner Luft emittiert. Wir stammen nicht vom Affen ab. Die Evolutionstheorie ist eine Hypothese. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Im Grunde genommen ist es ein Baustein im Zahnrad einer skrupellosen, nihilistischen Machtpolitik. Die Allgemeinheit maximal zu bescheißen. Dinosaurier gab es nie. Sie sind nur ein Produkt des modernen wissenschaftlichen Betruges. Öl ist kein knapper fossiler Rohstoff, sondern abiotisch und bildet sich als zweithäufigste Flüssigkeit auf der Erde immer wieder neu nach. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Die rote Kapsel bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Das Rechtssystem, Regeln und Gesetze wurden erfunden, um dich in einem Gedankengefängnis davon abzuhalten, eine plündernde Oligarchie in die Schranken zu weisen. Das ist erstaunlich, unglaublich, wie aus einem Science-Fiction-Film. Weg ist es. Weg ist Atombomben und das Gespenst Radioaktivität dient der Einschüchterung und dem militärisch-kriminellen Komplex, um weitere Gelder in die Aufrüstung zu investieren. Erstaunlich, diese Trickaufnahmen. Das Haus und die Kamera werden mit der vollen Wucht von Explosionen getroffen und die Kamera bewegt sich nicht einen Millimeter. Die Population der Menschen auf der Erde wird mit Rechenakrobatik und statistischen Kniffen künstlich überhöht. Der größte Teil der alternativen Medien und der 9/11-Halbwahrheitenbewegung ist gesteuerte und kontrollierte Opposition. Künstlich aufgebaute Meinungsführer, Demagogen, Staatsfetischisten und geschulte Rhetoriker der alternativen Lügenpresse, die als Gatekeeper, Schilds oder Intels sorgsam die Ausgänge aus dem kognitiven Käfig bewachen. Das Hubble- und Kepler-Weltraumteleskop sowie der Mars-Rover Curiosity sind glorifizierte Science-Fiction-Produktionen aus der Traumfabrik. Es gibt keinen Raum und all die Planeten, sie zeigen uns schnöde CGI-Grafiken. Es gibt keinen Weltraum, wo du hinaus könntest. Benutze deine Augen. Du wurdest dazu geschaffen, sie zu benutzen. Befreie dich von dem Blödsinn. Der Mond ist kein Reflektor, sondern er erzeugt sein eigenes Licht. Spitzenpolitiker ist ein Euphemismus für linientreue Systempuppen und Agenten des Bankenkartells. Systempuppen. Du hast in einer Traumwelt gelebt, Neo.